Also man kann in den letzten Jahren eine Tendenz beobachten: der Verfassungsschutz wird immer politischer. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist eine Kompetenzüberschreitung. Aber wir haben es trotzdem gesehen. Und das sind vor allen Dingen zwei Personen, die eben dafür stehen. Die eine ist tatsächlich die Person Stefan Kramer, der also aus dem reinen Beamtendasein, aus der Arbeit in einer Behörde raustritt und sich als politischer Akteur betätigt und profiliert. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Mal ehrlich, was macht ein Verfassungsschutzchef, der das Gesetz beugen muss, um der AfD zu schaden? Heute schauen wir uns an, wie Stefan Kramer in Thüringen den Verfassungsschutz in einen persönlichen Anti-AfD-Apparat verwandelt hat. Und das Ganze mit Methoden, die man eher in Bananenrepubliken erwarten würde. Warum redet niemand über diese unfassbaren Rechtsbrüche? Bleibt dran, wir packen alles aus. Apollo News zeichnet das Bild eines Verfassungsschutzes, der unter Stefan Kramer eher politischer Akteur als neutrale Behörde ist. Dieser Skandal zeigt, wie fragil die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit in Deutschland geworden ist. Ein Thema, das jeden betreffen sollte. Wenn euch solche Themen wichtig sind, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und teilt eure Meinung in den Kommentaren. Gerade heute bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! Wie der Verfassungsschutz die Partei nennt, das ist sozusagen juristisch gesehen nicht relevant. Das ist der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht klar. Wir sind bei ungefähr 20% braunem Bodensatz in der Bundesrepublik. Die AfD in Thüringen wird vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz inzwischen als erwiesen extremistisch eingestuft. Vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichneten AfD. Und das halte ich für ganz problematisch. Also, dass so etwas in einem Geheimdienst im Verborgenen passiert, muss man erstmal realisieren. Nicht hier gegen diesen Extremismusangriff zur Wehr zu setzen. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist eine Kompetenzüberschreitung. Das wird politischer Aktivismus, was er macht. Wir müssen unsere Demokratie aktiv verteidigen. Gesichert rechtsextrem. Teilen am äußersten rechten Rand. Das sind die sogenannten Einschüchterungseffekte. Also was wir dann entdeckt haben, das war wirklich schockierend. Es ist auch wieder skrupellos oder naiv. Einem Mitarbeiter wurde dann sogar körperliche Gewalt angedroht. Dann müsste das eigentlich Konsequenzen haben für den Behördenleiter. Wir haben dafür monatelang recherchiert, haben mit aktiven Mitarbeitern dieser Behörde darüber gesprochen. Wir haben interne Dokumente einsehen können. Das ist ein unglaublich mächtiges Netzwerk, was Herr Kramer da aufgebaut hat um sich herum. Der Verfassungsschutz ist mächtiger denn je. Nie in der Geschichte der Bundesrepublik stand die Behörde so im Fokus wie seit der Auseinandersetzung mit der AfD. Auf der Suche nach den Ursachen führt die Spur zwangsläufig nach Erfurt. In einem Plattenbau in einem Gewerbegebiet sitzt der Thüringer Verfassungsschutz. Im 8. Stock zwischen Gängen im fahlen Neonlicht befindet sich das Büro des Präsidenten der Behörde, Stefan J. Kramer. Wir sind bei ungefähr 20% braunem Bodensatz in der Bundesrepublik. Er ist die Schlüsselfigur für ein neues Selbstverständnis des Inlandsgeheimdienstes. Allerdings heißt das nicht, dass ich bis zum Wahltag nicht alles tun werde, um im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten und Bürgerpflichten mich hier gegen diesen Extremismusangriff zur Wehr zu setzen. Kramer ist immer wieder der erste Verfassungsschützer, der Beobachtungsmaßnahmen gegen die AfD anstrebt und in die Tat umsetzt. Damit erfindet er eine Formel, die fortan die Medien beherrschen wird. Die Thüringer AfD mit ihrem Parteichef Höcke wird zum Prüffall für den Verfassungsschutz. Die AfD in Thüringen wird vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz inzwischen als erwiesen extremistisch eingestuft und steht unter Beobachtung. Kramer ist ein gefeierter Vordenker und seine politische Vernetzung schützt ihn immer wieder vor neuen Skandalen. Also man kann in den letzten Jahren eine Tendenz beobachten: der Verfassungsschutz wird immer politischer. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist eine Kompetenzüberschreitung. Aber wir haben es trotzdem gesehen. Und das sind vor allen Dingen zwei Personen, die eben dafür stehen. Die eine ist tatsächlich die Person Stefan Kramer, der also aus dem reinen Beamtendasein, aus der Arbeit in einer Behörde raustritt und sich als politischer Akteur betätigt und profiliert. Zum Beispiel, indem er auch die Beobachtung der AfD intensiviert, vorantreibt, seine Kollegen in anderen Ämtern, in anderen Landesverfassungsschutzämtern mitreißt, antreibt vielleicht.
Und das halte ich für ganz problematisch, weil der Verfassungsschutz sammelt Material für die Politik. Seine Aufgabe ist es nicht, sich in die Politik einzumischen. Und das ist aber genau das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das ist eben das, für die diese beiden Personen stehen, nämlich Haldenwang und Kramer. Doch in Kramers Behörde brodelt es seit Jahren. Nach Apollo News Informationen verließen seit 2019 über 20% der Mitarbeiter den thüringischen Verfassungsschutz. Eine dramatisch hohe Zahl. Kramers Jähzorn ist intern legendär. Seine Ausbrüche werden von zahlreichen Mitarbeitern gefürchtet. Seit mittlerweile 3 Jahren ist die wichtigste Stelle im Amt faktisch unbesetzt. Der Referatsleiter Links- und Rechtsextremismus. Niemand will unter diesen Umständen den eigentlich gut dotierten Posten antreten. Was wir bei dieser Recherche immer wieder gespürt haben, ist ein hohes Maß an Angst. Jetzt muss man sagen, gut, wir recherchieren da auch innerhalb eines Geheimdienstes zu intern letztlich geheimen Vorgängen dort. Das ist einfach sehr heikel, das ist diffizil, aber trotzdem das Maß an Einschüchterung, was in dieser Behörde vorherrscht, das ist eigentlich aus der Zeit gefallen, wirklich. Und ein Satz, den wir dann immer wieder gehört haben, als wir mit Menschen gesprochen haben, die Stefan Kramer kennen, war: Passt mal lieber auf, ja, wisst ihr, mit wem ihr euch da anlegt? Am eindrücklichsten zeigt sich Kramers Umgang mit den Mitarbeitern der Behörde in der Affäre um den MDR-Journalisten Ludwig Kenzia. 2015 kommt es am Ehrenmal der Roten Armee bei den Seelower Höhen in Brandenburg zu einer brisanten Begegnung. Bei einer Kranzniederlegung wird ein verhängnisvolles Foto geschossen. Es zeigt Kramer gemeinsam mit den Nachtwölfen, einer berüchtigten Putin-nahen Organisation, die seit Jahren im Auge der Behörden ist. Nach Apollo News Informationen wird die Veranstaltung selbst vom Verfassungsschutz beobachtet. Dennoch wird Kramer wenig später Chef des Inlandsgeheimdienstes. 2018 soll ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes dann versucht haben, mit diesem brisanten Foto an die Öffentlichkeit zu gehen. Er kontaktiert die MDR-Journalisten Axel Hemmerling und Ludwig Kenzia, die sich als Investigativjournalisten einen Namen gemacht haben. Was danach passiert, ist einer der denkbar schwerwiegendsten Brüche des journalistischen Ehrenkodex. Die Journalisten ignorieren die unbedingt für die Presse geltende Verschwiegenheitspflicht zum Schutze journalistischer Quellen und liefern den Informanten direkt an den Verfassungsschutz aus, an Stefan Kramer. Das Ganze ist in Chatverläufen belegt. Kramer, sich selbst offenbar keiner Schuld bewusst, läuft mit diesen Chatverläufen ins Innenministerium und kurze Zeit später arbeitet der Mitarbeiter nicht mehr im Amt. Ohne harten, wirksamen Quellenschutz gibt es keinen effektiven Journalismus. Und deswegen ist der Quellenschutz auch tatsächlich ganz stark geschützt vom Grundrecht der Pressefreiheit. Das heißt, Journalisten haben viele Aussageverweigerungsrechte, Rechte, Informationen zurückzuhalten, um ihre Quellen zu schützen. Und es ist bemerkenswert, wenn Journalisten diesen Informantenschutz freiwillig aufgeben. Das gibt's eigentlich gar nicht. Normalerweise ist die Fallkonstellation immer so, dass der Staat versucht, die Informanten rauszubekommen, und die Journalisten wehren sich dagegen, teilweise auch vor Gericht und teilweise mit ganz harten Bandagen, aber sie wehren sich und verteidigen die Anonymität ihrer Informanten. Das, was wir hier gesehen haben, dass Journalisten freiwillig ihre Informanten dem Staat weitergeben, das macht mich eigentlich sprachlos. Doch die Chats werfen auch gewichtige Fragen über Kramers Rolle auf. Tauschte sich der Behördenchef mit Journalisten über kritische Mitarbeiter aus? Schließlich schreibt die Abteilung 1 des Thüringer Innenministeriums einen Brandbrief an den untergeordneten Verfassungsschutz. Er liegt Apollo News exklusiv vor. Darin ist vom Verdacht gegen Kramer die Rede, streng vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Von einem schweren Dienstvergehen und dem Verdacht, Kramer stelle gar ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar, ist die Rede. Apollo News hat die Beteiligten angefragt. Weder Kramer, die Behörden, noch der MDR oder die beteiligten Journalisten wollten sich zu dem Sachverhalt äußern oder ihn dementieren. Ja, dieser Fall, diese Affäre um Ludwig Kenzia und Axel Hemmerling, die ist wirklich ein Offenbarungseid für Kramer, aber natürlich vor allem auch für den MDR. Das war für mich wirklich schockierend, was da für ein Bruch eines Berufsethos stattgefunden hat, dass man diese Person da einfach ausliefert, auch mit diesen Konsequenzen. Das war schon unglaublich, aber auch innerhalb der Behörde hat das vor allen Dingen einen hohen Effekt gehabt. Also das wurde auch breit diskutiert in dieser Behörde,
Und was sich da drin ja einfach zeigt, ist dieses Netzwerk von Cramer. Also dieses Netzwerk in die Politik, in die Medien, dass er das schafft, dass da jemand auspacken möchte und er fängt das auf diese Art und Weise wieder ein. Das hat natürlich da, also bei vielen auch kritischen Mitarbeitern wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Konsequenz, die man daraus so gezogen hat, war irgendwie, der Cramer kommt mit allem durch. 2018 leitet Cramer eine neue Phase im behördlichen Umgang mit der AfD ein. Die Partei wird für den Nachrichtendienst zum Prüffall. Das verkündet Cramer medienwirksam in der Öffentlichkeit. Daher habe ich als Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen den Landesverband der AfD Thüringen in der hiesigen Bearbeitung bei uns im Amt mit heutiger Wirkung als Prüffall eingestuft. Doch in seiner eigenen Behörde herrscht Fassungslosigkeit. Der fachlich zuständige Referatsleiter erhebt in einer internen Mail schwere Vorwürfe gegen seinen Chef. Darin heißt es, Cramer habe das zuständige Referat bewusst außen vor gelassen. Die Mitarbeiter seien weder unterrichtet, geschweige denn beteiligt worden. Für eine Prüffalldeklarierung gäbe es zudem, aus Sicht des empörten Referatsleiters, keinerlei Anhaltspunkte. Jetzt berichten Insider, Cramer habe die AfD-Materialsammlung selbst angelegt, jedoch mit eigenem Material, das seine Mitarbeiter nicht kennen. Woher das Material kommt, lässt der Verfassungsschutzpräsident ebenfalls offen. Intern gilt dieser Vorgang sogar als Cramers Privatentscheidung. Als er seine geheime Materialsammlung an das Bundesamt für Verfassungsschutz weiterleitet, sorgt es aufgrund seiner merkwürdigen Struktur und der wenigen Belege für Lacher. Bis heute berichten übereinstimmende Quellen gegenüber Apollo News. Vor Gericht wird Cramers Alleingang später für rechtswidrig erklärt. Politisch aber gibt er ab sofort im Umgang mit der AfD den Ton an. Cramer kann ungehindert zu seinem Meisterstück ansetzen. Im März 2021 stuft Cramer die AfD als gesichert rechtsextrem ein und liefert Medien seitdem die scheinbar perfekte Formulierung. Und das in einem Landesverband, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Wahlsieger ist Björn Höcke vom extrem rechten Rand der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichneten AfD. Die AfD in Thüringen wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. 600 Seiten umfasst das amtliche Gutachten, das er anfertigen lässt. Zunächst läuft es sauberer als 3 Jahre zuvor, bis schließlich ein rund 30-seitiges Ergänzungsgutachten intern zur Debatte steht. Das Papier wirft brisante Fragen auf. Es verweist auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit. Ein entscheidender Knackpunkt ist vor allem die Frage der Indemnität, die für die Argumentation des Verfassungsschutzes gefährlich werden könnte. Indemnität heißt, dass den Abgeordneten keine staatliche Stelle einen Strick aus ihren Äußerungen drehen darf. Und zwar aus den Äußerungen, die sie im Parlament machen und aus den Äußerungen, die sie außerhalb des Parlaments machen, im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Abgeordnete. Und wenn das so ist, wenn die Indemnität die Abgeordneten schützt, dann darf der Verfassungsschutz ihre Äußerungen, ihre politischen Äußerungen auch nicht verwenden, um Material zu sammeln für ein Parteiverbotsverfahren. Und das Problem ist natürlich, wenn der Verfassungsschutz entweder blauäugig oder skrupellos einfach sich mit dem Thema Indemnität gar nicht beschäftigt und einfach denkt, ich sammle mal Material, vielleicht kommt ja keiner auf die Idee mit der Indemnität und dann haben wir das Material schon mal gesammelt, dann halte ich das für eine ganz riskante Strategie. Und der Verfassungsschutz riskiert tatsächlich, dass ihm die Gerichte untersagen, dieses Material zu verwenden. Das brisante Ergänzungsgutachten drängt letztlich auf eine Überprüfung von Teilen der bisherigen Einstufung und einer Evaluierung der Indemnitätsfrage. Cramers Plan beginnt zu wackeln. Doch zum Entsetzen seiner Mitarbeiter untersagt Cramer schließlich handstreichartig die Verwendung des Zusatzgutachtens. Er möchte dem Gegner keine Argumente liefern, erklärt der Behördenchef diesen Eingriff nach übereinstimmenden Zeugenaussagen. Was unsere Quellen da jetzt berichten, ist, dass eigentlich von Anfang an klar war, wohin die Reise bei dieser neuerlichen Überprüfung der AfD gehen soll. Und dass eigentlich klar war, was der Chef will. Und dem wurde dann überwiegend auch Folge geleistet. Das heißt eigentlich von einer wirklich ergebnisoffenen Prüfung
kann da eigentlich kaum die Rede sein. Und ein Fall, der, glaube ich, dieses Klima dort sehr gut zeigt, der ist relativ spektakulär. Da ist der Mitarbeiter, der federführend an der Erstellung auch dieses AfD-Gutachtens beteiligt war. Dieser Mitarbeiter ist vorstellig geworden beim Personalreferat des Innenministeriums. Das ist die zuständige Stelle für alle Personalfragen beim Verfassungsschutz in Thüringen. Und dort hat dieser Mitarbeiter eben erklärt, dass es in einem 4-Augen-Gespräch mit Stefan Kramer dazu gekommen sein soll, dass Kramer ihm direkte körperliche Gewalt angedroht habe, wenn er in einem bestimmten Fall nicht Folge leistet. Es ging da um eine Frage des allgemeinen Arbeitseinsatzes. Und auch dieser Fall ist dann im Sande verlaufen. Doch Kramer ist noch lange nicht am Ende. Mit einem Aktenvermerk unterstellt er der AfD im Juni 2024 eine kämpferisch-aggressive Bestrebung gegen die Verfassung. Die Formel kämpferisch-aggressiv ist genau jene, die für ein Parteiverbot Voraussetzung ist. Als erster Landesverfassungsschutzchef spricht sich Kramer dann offen für ein AfD-Verbotsverfahren aus. Ein Vorgang, der nicht in den Kompetenzbereich der Behörde fällt. Diejenigen, die jetzt immer wieder mit geschwellter Brust mir erklären oder auch uns Bürgerinnen und Bürgern insgesamt erklären, man muss sich mit ihr politisch auseinandersetzen. Ich sage immer, guckt mal in den Spiegel und macht's endlich mal. Und dann werden wir sehen, ob es gelingt, und das wäre natürlich die schönste Lösung, die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer Stimme umgehen und sagen, ich habe zwar vielleicht Wut auf das, was da politisch entschieden wurde, aber ich gebe meine Stimme eben nicht den Feinden unserer Verfassung und unseres Grundgesetzes. Ja-Nein-Frage. Ist ein AfD-Landesverbandsverbot sinnvoll in Thüringen oder nicht? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt. In dem neuen Vermerk geht es um das Waffenrecht. Im November werden dann die Waffenbehörden in der Angelegenheit vom Landesverwaltungsamt nach Weimar zitiert. Wie bereits bei dem von Kramer verworfenen Ergänzungsgutachten wird auch hier die Frage der Indemnität nicht vom Verfassungsschutz geprüft. Wie Apollo News erfuhr, soll ein Jurist der Behörde diese Fahrlässigkeit später eingeräumt haben. Die Frage der Indemnität wird zum blinden Fleck in Kramers juristischem Kartenhaus. Es ist erstmal sehr positiv, dass innerhalb der Behörde es Juristen gibt, die über Indemnität nachdenken und die auch darauf hinweisen, dass das verfassungsrechtlich natürlich geboten ist, über die Indemnität nachzudenken. Indemnität ist ja nicht irgendetwas, sondern das ist die Freiheit, die Verfassung, die thüringische Verfassung den Abgeordneten gibt. Und das einfach zu ignorieren und sich nicht darum zu kümmern, ist ein Kunstfehler. Es ist ein Kunstfehler dieser Behörde Verfassungsschutz in Thüringen. Und der Kunstfehler kann dazu führen, dass eben Gerichte dem Verfassungsschutz untersagen, das Material zu verwenden. Es ist auch wieder skrupellos oder naiv zu behaupten, wir als Verfassungsschutz sammeln ja nur Material. Das hat ja nichts, das ist ja keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Natürlich ist es eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man damit rechnen muss, dass Material von einem Geheimdienst, vom Verfassungsschutz, der ein Geheimdienst ist, gesammelt wird und dann auch gegen einen verwendet wird. Das sind die sogenannten Einschüchterungseffekte, Chilling-Effekts. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon sehr früh gesagt und festgestellt, natürlich kann auch durch Einschüchterung die Meinungsfreiheit verletzt werden. Und genau das ist das, was passiert, wenn der Verfassungsschutz Material sammelt. Der Mann, der dem Verfassungsschutz ein neues Gesicht geben sollte, hat sich seit 2015 ein unberechenbares System geschaffen. Ein System für Kramers Selbstschutz. Vor allem Innenminister Georg Mayer und Ministerpräsident Bodo Ramelow halten immer wieder schützend die Hand über Deutschlands bekanntesten Landesverfassungsschützer. Da kann man auch die Rolle von ihm gar nicht überschätzen. Er war es, der diese ganzen Beobachtungsmaßnahmen gegen die AfD angetrieben, letztlich auch irgendwo erfunden hat. Und alle anderen Behörden in Deutschland, auch der Bundesverfassungsschutz, waren immer erst kritisch und haben ihm dann Folge geleistet, weil er es geschafft hat, weil er es vermocht hat, im Schlepptau auch der Medien diese Welle in Gang zu bringen, diese Themen, diese Verfassungsschutzpolitik zu setzen. Das hat Stefan Kramer geschafft. Also es gibt im Rechtsstaat
diesen Grundsatz, dass das Verfahren auch das Ergebnis legitimiert. Das heißt, im Rechtsstaat sind nur die Ergebnisse einer Behörde, eines staatlichen Handelns verwertbar und rechtlich in Ordnung, die auch in einem ordnungsgemäßen Verfahren zustande gekommen sind. Das heißt, wenn es Verfahrensfehler gibt, auch wenn es interne Verfahrensfehler gibt, wenn Kramer zum Beispiel alle Regeln der Mitarbeiterführung verletzt, wenn er seine Fürsorgepflichten gegenüber seinen Untergebenen verletzt, zum Beispiel. Wenn er also alle möglichen internen beamtenrechtlichen Regeln, die es gibt, nicht einhält, dann heißt das natürlich auch, dass die Ergebnisse, die er bringt, nicht vertrauenswürdig sind, nicht wirklich vertrauenswürdig sind. Das ist dann wieder das, was den Gerichten dann es schwer macht, mit diesen Ergebnissen zu arbeiten. Der entscheidende Punkt ist, der Verfassungsschutz ist eine Behörde, ist ein Geheimdienst und im Rechtsstaat und im demokratischen Rechtsstaat muss sich jede Behörde natürlich an Recht und Gesetz halten. Und wenn die Behörde das nicht macht, dann hat das Konsequenzen. Dann müsste das eigentlich Konsequenzen haben für den Behördenleiter, der ja dafür zuständig ist und verantwortlich ist, dass die Behörde ordnungsgemäß rechtsstaatlich arbeitet. Das hat natürlich dann auch Konsequenzen für das Ergebnis, für das Material, das diese Behörde sammelt. Das ist dann nämlich auch rechtswidrig und nicht zu gebrauchen. Was man dazu sagen muss, ist, dass wir alle beteiligten Stellen, wie sich das gehört, natürlich angefragt haben und mit diesen Vorgängen und Vorwürfen konfrontiert haben und ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt haben. Und da kann man sich in gewisser Hinsicht natürlich darauf zurückziehen und sagen, wir äußern uns generell nicht zu Personalfragen. Das hat das Innenministerium zum Beispiel gemacht. Das gilt für manche Fälle vielleicht schon, aber natürlich hätte Stefan Kramer selbst zu diesen Vorwürfen Stellung nehmen können und er hätte sie, wenn sie falsch wären, natürlich dementieren können. Aber keine einzige Stelle, keine einzige betroffene Person hat einen einzigen Vorwurf, der hier in dieser Recherche erhoben wurde, dementiert. Thank you.